Ja, hallo, hier ist wieder euer Jens. Ich habe mir heute für euch eine schöne Zweitagestour rausgesucht. Immer entlang eines kleinen Bachlaufes, aus dem ich mir nachher auch das Wasser entnehmen werde. Ich habe bewusst auf Wasser verzichtet, sondern ich will das nachher entsprechend vor Ort filtern. Der Weg führt die ganze Zeit an diesem Bachlauf entlang bis zu einem kleinen Wäldchen, und in diesem Wäldchen werde ich dann mein Lager aufschlagen, Feuer anmachen mit dem Rohrkolben, den ich beim letzten Mal gesammelt habe. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, letztes Jahr im Herbst. Dann getrocknet. Heute ist er mit dabei, um damit dann entsprechend nachher ein Feuer zu machen. Ich freue mich darauf, wenn ihr mitkommt. Bis gleich. So, ihr werdet euch jetzt wundern, warum ich hier am Bach hocke und meinen Hut nass mache, aber die Temperatur ist doch wärmer als gedacht. Und wenn ich den jetzt nass mache und wieder aufsetze, dann hast du durch die Verdunstungskälte einen kühlen Kopf. Ganz wichtig heutzutage. So, jetzt sind wir gleich am Lagerplatz, noch ein paar hundert Meter. Bedeutet, ich werde jetzt hier vorne an den Baumstamm das Wasser entnehmen für meine Filterung und für mein Getränk heute. Und dann geht es mit dem Wassersack erstmal weiter bis zum Lagerplatz. So, jetzt im Lagerbereich angekommen. Der erste Wasserfilter ist gebaut. Ein Kaskadenfilter mit Baumwolltüchern und Resten einer PET-Flasche. Das heißt, das Schmutzwasser kommt oben rein, wird von der Baumwolle aufgesogen und folgt dann der Schwerkraft in den nächsten Behälter. Wäre jetzt ausreichend, aber um sicher zu gehen, habe ich noch mal einen dritten Behälter, sprich meine Trinktasse, drunter gestellt. Und wenn da dann das ganze Wasser drin ist, dann wird das erhitzt. Dann kann ich mir noch einen schönen Tee kochen. Wichtig dabei ist, das braucht jetzt seine Zeit. Das heißt, du schaffst dir etwas, den Wasserfilter, der arbeitet alleine, und in der Zeit kannst du dich wieder um andere Sachen kümmern, zum Beispiel Feuerholz sammeln. Das heißt, auch im Notfall schaffe dir Sachen, die für dich arbeiten, während du Ressourcen schon was anderes machen kannst. Und das machen wir jetzt auch. Während das durchläuft, sammeln wir Holz fürs Feuer. So, ich habe hier den Rohrkolben vom letzten Jahr. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, den habe ich letztes Jahr gesammelt. Jetzt ist er richtig schön trocken. Ich habe den bewusst noch nicht auseinandergezogen, sondern hier noch am Stiel gelassen. Das machen wir jetzt erst, bevor ich damit Feuer mache. Das Ganze kommt jetzt in das vorbereitete Feuernest, wird angerissen mit dem Feuerstahl, und dann sollte das Ganze auch vernünftig brennen.
zweite Filter, den ich jetzt gebaut habe, ist ein Verdunstungs- bzw. ein Wasserdampffilter. Das heißt, die Glasflasche, auch Zivilisationsmüll, den du draußen findest, wird schräg in die Strahlungshitze gelegt. Das darin befindliche Wasser fängt irgendwann an zu sieden bzw. zu kochen. Der Wasserdampf steigt auf, fängt sich hier oben in der PET-Flasche und läuft dann über die Schräge ab in das Behältnis, was du da drunter stellst. So, und hier kommt nachher mein Becher drunter und dann hast du hervorragendes sauberes Wasser. Die Strahlungshitze reicht schon aus, dass sich hier oben schon Niederschlag in der Flasche bildet. Das ist der Wasserdampf, der so langsam aufsteigt. Noch ein bisschen mehr und das Ganze läuft dann so richtig schön langsam in Tropfen runter bis in meine Tasse. Wichtig dabei ist, du musst beachten, der Wasserdampf ist destilliertes Wasser, das heißt keine Mineralstoffe. Bedeutet, du musst in das Behältnis, also in deinen Becher, einen kleinen Stein reinlegen, damit das Wasser wieder mineralisiert wird, sonst verdurstest du, obwohl du ganz viel trinkst.